allerschönste meditative Abendroutine und eine Geschichte zum Einschlafen. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute melde ich mich kurz vorneweg zu Wort, um dir zu berichten, was dich erwartet. Nach unserer altbewährten Abendroutine entführe ich dich ins Land der schönen Märchen und erzähle dir eine ganz besonders poetische Version des Märchens Die kleine Meerjungfrau. Es würde mich freuen, ein Feedback von dir zu bekommen, vielleicht morgen früh oder in den nächsten Tagen, um zu erfahren, wie dir diese Art von Geschichte gefallen hat. Dann mach es dir in deinem Bett bequem. Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Richtig innig und vollständig. Und wenn du willst, dann gib deinem Körper dazu die Bewegungen, die sich gerade gut anfühlen. Rückel und räkel dich zurecht. Vielleicht überkommt dich ein Gähnen. Vielleicht hast du auch Lust, ganz entspannend und wohlig zu seufzen. Und wenn du dann soweit bist, dann schließe deine Augen, wenn nicht schon getan, und werde ganz ruhig. Komm an in deinem Bett am Ende dieses ganz einmaligen Tages. Spüre, wie du da liegst. Spüre die Matratze, die Bettdecke. Spüre dich. Dann beobachte deinen Atem, wie er gleichmäßig und natürlich ein- und ausströmt. Und stell dir vor, wie du mit jedem Ausatmen ein bisschen mehr von den Gedanken des Tages, von der vielleicht noch vorhandenen Anspannung loslässt. Lass los. Immer schwerer, immer gemütlicher darfst du in die Unterlage sinken. Mehr und mehr verschmelzen. Wie Wachs, ganz weich und warm. Immer entspannter, immer ruhiger. Ich lade dich ein, gleich wenn ich es sage, nochmal die Bilder deines Tages vor deinem inneren Auge vorbeiziehen zu lassen. Was hast du heute so erlebt? Was hat diesen Tag ausgemacht? Schau mal, welche Bilder sich spontan zeigen, ohne irgendetwas zu erzwingen. Guck mal,
was dir in den Sinn kommt, wenn du an heute denkst. Sei dabei ganz freundlich zu dir selbst, ganz zugewandt, wie eine liebevolle Mutter oder ein liebevoller Vater, als würdest du dich selbst in die Arme nehmen und ihr euch zusammen angucken, was denn heute so vorgefallen ist. 1 Minute für deine Bilder des Tages. Und nun sammel nochmal mindestens 3 Dinge zusammen, für die du heute dankbar bist. Lass ein Gefühl der Freude, der Dankbarkeit durch dich hindurchströmen. Bei welcher Erinnerung wird dir warm ums Herz? Vielleicht warst du heute mit einem geliebten Menschen zusammen. Hattest ein schönes Gespräch, hast die Sonne auf deiner Haut gespürt. Wofür bist du heute dankbar? Nimm einen etwas tieferen Atemzug ein und lass mit dem Ausatmen die Gedanken an den Tag, die Gedanken an die Dankbarkeit wieder los. Denn es gibt jetzt nichts mehr zu tun, als einfach nur zu entspannen. Und das darf sich gut anfühlen. Während du entspannst und vielleicht schon immer schläfriger wirst, können all die wunderbaren Regenerationsarbeiten in dir vorgehen. Jede Zelle weiß genau, was zu tun ist. In den Momenten der Ruhe findet die eigentliche Entwicklung statt. Heilung, Harmonie, sodass du morgen erholt und munter in den neuen Tag starten kannst. Die Dinge dürfen sich zu deinem Wohl und zu deinem Besten entwickeln. Vielleicht ja sogar noch viel besser, als du es dir vorstellen kannst.
bist wunderbar und einzigartig. Du darfst vertrauen, dass alles gut werden wird. Und ich nehme dich mit ins Land der schönen Märchen, mit ans Meer, wo die Luft nach Salzwasser riecht. Wo der warme Wind über deine Haut streicht. Du darfst beobachten, belauschen, erholen. Und du weißt, du darfst jederzeit einfach einschlafen. Ich habe einmal ein Bild gesehen, da war ich noch sehr klein. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran. Aber es war ein Mann darauf zu sehen, der eine weiße Perücke trug. Diesen Mann vergesse ich nicht. Er war alt. Silberne Knöpfe prangten auf seiner gelben, seidenen Weste. Wenn es Abend wurde, begann der Greis zu erzählen, und ich hörte zu. Wenn heute die Uhr in meiner Kammer schlägt, ich meine, am Abend, dann höre ich die Geschichte noch. Komm her, sagte der Mann mit der weißen Perücke. Ich will dir den Teich zeigen, in dem sie wohnt. Die Allerschönste. Ihre Haare sind braun, ihre Augen grün wie das tiefe Meer. Wer sie einmal gesehen hat, vergisst sie nicht mehr. Auf dem Grunde des Teiches liegt das Schloss. Aus grünem Glas, aus braunem Glas, aus rotem Glas. Die Türme sind wie kleine Kronen, aus Silber, mit Perlen an den Rändern. Hier wohnt sie, die Allerschönste. Um sie liegt ein stilles Leuchten, warm wie das Meer im Sommer. Manchmal steigt sie empor an die Oberfläche und das Wasser trägt sie sanft, wie eine Hand, die hält und nicht festhält. Ihr Gesang steigt auf über die Wellen, mächtig, intensiv und zart zugleich. Er ist wie eine Brücke zwischen zwei Welten. Ich will die Lachenden sehen, sagt die Allerschönste zu sich selbst, ganz leise. Ich will sie sehen, denn das Lachen der Menschen
ist ihr fremd und klingt ihr so wunderbar in den Ohren. Sie selbst kennt nur den Gesang, der tief und weit ist wie das Meer. Aber das Lachen, dieses leichte, flüchtige, helle Aufblitzen, das manchmal wie Sonnenstrahlen aufs Wasser fällt, das versteht sie nicht. Und was sie nicht versteht, das zieht sie an. Sie nimmt einen Zweig aus der Tiefe des Meeres in die Hand. Die Korallen daran leuchten rot, als wären es Blüten. Und sie steigt daran empor. Das Schiff kommt näher. Die Allerschönste hält inne. Welch wunderbare Welt sich dort unter Wasser auftut, ruft eine Stimme, eine Menschenstimme, warm und hell. Und ein junges Gesicht beugt sich dicht über das Wasser. Und sie erblicken einander, der junge Mensch und die Nixe. Die Welt hält den Atem an. Oh, ich sah sie, die Allerschönste, flüstert der Jüngling, und seine Augen werden groß und still. Er hört die anderen auf dem Schiff kaum. Er setzt sich an den Rand und schaut ins Wasser. Lange, bis die Sterne kommen. Und er denkt, wie schön sie ist, wie wunderbar sie ist. Und die Allerschönste schaut hinauf in die Welt über dem Wasser, in der die Menschen feiern und lachen, und ihr Herz wird weit. Sie taucht zurück in ihr Schloss, aus grünem und blauem und rotem Glas. Und sie denkt an das dunkle Haupt des Jünglings, an seine Stimme, die hell ist wie das Morgenlicht. Und sie lächelt, ganz für sich. Am nächsten Abend ist er wieder da. Er sitzt allein in einem kleinen Boot und hält die Hand ins Wasser, als wolle er das Meer berühren. Die Sonne geht unter, das Wasser wird rosa und golden. Da steigt die Allerschönste empor. Einen rosa Blütenzweig in der Hand. Und das Wasser um sie leuchtet, sanft wie die Dämmerung. Er streckt die Hand aus, sie legt die Blüten hinein. Eine Weile sagen sie nichts.
Sie schauen einander an. Und was zwischen ihnen ist, braucht keine Worte. Ich habe dich gesucht, sagt er leise. Dabei wusste ich nicht, wo ich suchen sollte. Das Meer ist so weit, so unendlich. Man kann nicht suchen in der Unendlichkeit. Und doch, etwas in mir wusste, dass du hier bist. Ich habe dein Lachen gehört, bevor ich dein Gesicht sah, sagt sie. Ihre Stimme weich wie das Wasser. Eines Abends fiel es herab zu mir in die Tiefe, hell und leicht, und ich dachte, so klingt die Welt dort oben, so möchte ich sie kennenlernen. Da reicht er ihr die Hand und sie nimmt sie. Aber ihre Welten liegen noch weit auseinander. Wenn die Allerschönste ihm nahe kommt, wenn sie sein Lachen hört und seine Hände sieht, die das Wasser berühren wie etwas Kostbares, da wird ihr Gesang leiser. Etwas verwandelt sich. Aus dem weiten, mächtigen Klang des Meeres wächst etwas Zartes, Unsicheres. Sie erschrickt darüber. Er merkt es. Wo ist deine Stimme? Fragt er eines Abends. Ich weiß es nicht, sagt sie leise. Und diese 4 Worte klingen so verloren, dass er die Hand ausstreckt und sie hält, ohne etwas zu sagen. Zwischen ihren Welten gibt es eine kleine Insel mit einem Strand, einer Wiese, Pflanzen und Bäumen, halb im Wasser, halb in der Luft. Hier treffen sie sich, wenn die Sonne untergeht. Er schwimmt zu ihr hin und er merkt, wie leicht das Wasser ihn trägt. Sie steigt herauf und versucht, auf dem Stein zu stehen. Sie fällt und lacht. Zum ersten Mal lacht sie. Ein kleines, überraschtes Lachen. Und er lacht mit. In diesem Moment kehrt etwas in ihre Kehle zurück. Leise wie ein Ton, der sich erst findet. Die Tage vergehen und mit ihnen verändern sich beide. Er taucht tiefer und länger, lässt sich vom Wasser tragen wie von einer zweiten Luft. Er lernt das Singen des Meeres. Er sieht ihr Schloss aus grünem, blauem und rotem Glas und staunt. Sie verwandelt sich, wenn sie an Land ist, und übt, auf der Insel zu stehen,
einen Fuß vor den anderen zu setzen. Das Wasser lässt sie los, langsam, so wie man eine Hand loslässt, die man liebt. Ungern, aber wissend, dass es Zeit ist. Wenn sie fällt, hilft er ihr. Wenn er zu tief taucht, hilft sie ihm. Und je mehr Vertrauen zwischen ihnen wächst, desto voller wird ihre Stimme wieder. Eines Abends singt sie für ihn auf der Insel. Zum ersten Mal seit langem. Ihre Stimme ist dieselbe und doch anders. Nicht mehr nur das weite, fremde Singen in der Tiefe, sondern etwas, das die Wärme des Abends in sich trägt und das Lachen, das sie von ihm gelernt hat. Er hört zu und weint ein bisschen, ohne zu wissen warum. Und sie legt die Hand auf seine Wange und versteht es trotzdem. Und so leben die Allerschönste und ihr Liebster auf ihrer Insel, dieser kleinen, unscheinbaren Welt zwischen Wasser und Luft, zwischen Tiefe und Licht. Sie besucht sein Land, er besucht ihres. Abends hören die Menschen am Ufer manchmal ihren Gesang. Sie wissen nicht warum, aber ihre Herzen werden weit. So erzählte der alte Mann mit der weißen Perücke. Und wenn die Uhr in meiner Kammer schlägt, am Abend, dann ist mir, als schwebe der Gesang in der Luft. Weit und nah zugleich. Ich wünsche dir eine gute Nacht, einen tiefen und erholsamen Schlaf und schöne Träume.